MOBA Planungsdienst, Anlage 02, H0-Anlage nach Motiven der BLS Südrampe. Anfang März erhielt ich eine Planungsanfrage mit einem, sagen wir, recht prall gefüllten Anforderungsprofil. Da ein gutes Geschäft für mich eines ist, bei dem beide Seiten auf längere Zeit zufrieden sind, habe ich den Auftrag erstmal abgelehnt. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie das Platzangebot, die Wünsche des Kunden und die Grundsätze einer vernünftigen Modellbahnplanung unter einen Hut zu bringen wären. Glücklicherweise stellte es sich in der weiteren Kommunikation mit dem Kunden heraus, dass die Option, dass ich diese Anlage gestalte, ihm wichtiger ist als die Umsetzung sämtlicher Wünsche. Wie bei Anlage 01, siehe Infocard oben rechts in der Ecke, handelt es sich bei dieser Anlage um eine Multideckanlage. Ein paar Worte zu Multideckanlagen, besonders zu ihren Vor- und Nachteilen, gibt es im Schlusswort dieses Films. Bevor ich auf die Ebenen im Einzelnen eingehe, hier mal ein kurzer Blick auf die gesamte Anlage. Für Zuschauer, die mit dem Thema Multideckanlagen noch nicht so vertraut sind, hier ein Blick auf die untere Sichtebene der Anlage. Unter dieser Ebene kommt noch eine Schattenbahnhofsebene und oben drüber kommt noch eine weitere Sichtebene. Die Anlage wurde übrigens geplant für Rocco-Line-Gleise mit Bettung. Durch diese Bettung sind die Gleise fast doppelt so breit wie beispielsweise Märklin-K-Gleise. Diese ungewöhnlichen Proportionen erschweren natürlich die Einschätzung der Länge und Breite der Anlage. Deshalb hier nochmal die Anlage in Zahlen. Die Grundfläche beträgt etwa 6,60 Meter x 2,60 Meter. Auf dieser Grundfläche von 17,4 Quadratmetern sind etwa 170 Meter H0 Regelspurgleise und 31 Meter Meterspurgleise untergebracht. Die maximale Zuglänge, begrenzt durch die Länge der Kehrschleifen, beträgt etwa 4,25 Meter. Die beiden Gleiswände verbinden insgesamt 3 Ebenen. Die Gleise der oberen Sichtebene liegen auf einer Höhe von etwa 1,66 Meter bis 1,59 Meter. Die Gleise der unteren Sichtebene bewegen sich zwischen 1,17 Meter und 1,01 Meter. Ganz unten ist schließlich der Schattenbahnhof bei 64 cm. Und wo wir gerade da unten sind, gucken wir uns das Ding gleich mal ein bisschen genauer an. Gestaltung des Schattenbahnhofs. So, hier ist der Schattenbahnhof der Anlage. Kommen wir erstmal zu den verschiedenfarbigen Gleisen. Die Züge kommen über die Gleiswände, hier orange eingezeichnet, in den Schattenbahnhof. Wenn es kurze Wendezüge sind, werden sie auf den dunkelgrünen Gleisen abgestellt. Alle anderen Züge werden auf den hellgrünen Gleisen abgestellt. Weil auf der Zweileiter-Gleichstromanlage sehr lange Züge fahren sollten, wurde auf einen Verteilerkreis verzichtet zugunsten zweier einzelner Kehrschleifen. Dadurch können Züge mit einer Länge von bis zu 4,25 Meter die Fahrtrichtung wechseln. Gestaltung der unteren Sichtebene. Auf der unteren Ebene finden sowohl die Regelspur als auch die Meterspur ihren Platz. Bei der Meterspur ist ein kleiner Endbahnhof dargestellt, mit allem, was halt so dazugehört. Ein Freiladegleis, eine kleine Lokstation, hier in Türkis gekennzeichnet, und ein Firmenanschluss, hier braun eingezeichnet. Je nach Vorliebe könnte man den Firmenanschluss auch durch ein Abstellgleis oder beziehungsweise mehrere Abstellgleise für Personenzüge vorsehen. In Pink eingezeichnet ist das Streckengleis der Meterspurstrecke. Es endet nach einer Fahrtstrecke von knapp 6,20 Meter im Schattenbahnhof. Von der Strecke laufen rund 3,70 Meter offen und sichtbar Richtung Anlagenzunge. Um diese wird die Strecke in einer Galerie herumgeführt. Diese Galerie dient gleichzeitig als Stabilisierung der Gleiswendelverkleidung, hier als rote Linie angezeichnet. Angedacht ist, besagte Verkleidung in 0,8 mm Karosserieblech auszuführen. Das ist zwar etwas ungewöhnlich, aber mir fällt kein anderer Werkstoff ein, den man leichter in Form bringen kann und der diese Form dann auch hält. Diese Gleiswendelverkleidung ist übrigens auch gleichzeitig Träger der Hintergrundkulisse bzw. der Hintergrundgestaltung. Trotz der umfangreichen Meterspurgleisanlagen ist in meinen Augen doch die Normalspur das, was die untere Anlagenebene dominiert. Zwar ist in der unteren Ebene kein richtiger Bahnhof, sondern nur ein Haltepunkt, aber der Star der unteren Ebene ist in meinen Augen sowieso die Streckenverzweigung auf dem oberen Schenkel der Anlage. Es sieht sicher bombastisch aus, wenn die Züge über diese langgestreckte Kurve zum Gleiswendel Richtung oberer Ebene fahren. Wenn dann noch die Gleise an der Außenseite der Kurve etwas überhöht werden, dann wird das sicher für glasige Augen bei dem einen oder anderen Modellbahner sorgen. Einen ähnlichen Effekt könnten die 9,70 Meter sichtbare Fahrtstrecke zwischen dem Tunnelportal oben links am Gleiswendel und unten in der Mitte in der Nähe des Gleiswendels haben.
Der vergleichsweise enge Radius um den Gleiswendel oben links könnte durch eine Galerie verdeckt werden. Etwas kürzer, aber immer noch über 7,60 Meter lang, ist die Route über den unteren Arm der Streckenverzweigung. Da an dem Haltepunkt der unteren Ebene nur relativ kurze Nahverkehrszüge halten sollen, ist diese Anlage bzw. ist diese Anlagenebene prädestiniert für lange Züge. Da der Kunde die Anlagengrundfläche aus Sperrholz bauen will, drängt sich bei der Streckenverzweigung die Cookie-Cutter-Methode auf. Diese Methode hat ihren Namen von den Ausstechformen beispielsweise bei Weihnachtsplätzchen. Allerdings würde ich die Trassenform nicht komplett von der Grundplatte trennen, sondern mit ihr verbunden lassen. Das hat nämlich zur Folge, dass Neigungen verhältnismäßig sanft beginnen bzw. verhältnismäßig sanft enden. Und ein knickfreier Übergang von der horizontalen in die Neigung ist ja besonders bei Anlagen für lange Züge sehr wichtig. Da jetzt alles gesagt ist, was mir momentan zur unteren Ebene einfällt, kommen wir jetzt zur oberen Ebene. Gestaltung der oberen Sichtebene. Die obere Sichtebene wird von zwei Dingen dominiert. Einerseits dem Bahnhof, er ist auf dem im Bild oberen Anlagenschenkel, und andererseits vom Beachtal-Viadukt auf dem unteren Anlagenschenkel. Der Talboden der hängenden Schlucht unter dem Viadukt liegt etwa 30 cm tiefer als die Gleise auf dem Viadukt. Das dürfte also eine ganz eindrucksvolle Szenerie sein. Außerhalb der hängenden Schlucht liegen die Gleise etwa 8 bis 10 cm über dem Grundniveau der oberen Sichtebene. Dadurch kann die Trasse entweder gestützt durch Stützmauern oder auf einem Hangviadukt geführt auf der oberen Anlagenebene inszeniert werden. In der Playlist zu diesem Film gibt es einige Filme, die zeigen, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Die Playlist ist wie üblich entweder über die Infocard oben rechts in der Ecke, über die Videobeschreibung oder über die Endcard am Ende des Films erreichbar. Rechts oben in der Ecke, etwa da wo die Landschaft ein bisschen grüner wird, beginnt der Bahnhof. Gestaltung und Gleisbild des Bahnhofs orientieren sich am Bahnhof Außerberg an der BLS-Südrampe. Es ist allerdings kein sklavischer Nachbau, sondern es ist wirklich nur eine grobe Orientierung. Die Tiefe der oberen Ebene ist mit etwa 40 cm absichtlich gering gehalten. Dadurch sollen einerseits die Kräfte reduziert werden, die auf den Unterbau einwirken, und andererseits soll die Erreichbarkeit verbessert werden. Außerdem soll natürlich der Blick auf die untere Ebene weniger behindert werden. Dadurch können beide Ebenen ohne Einschränkungen im Stehen bedient werden. Das Gleisbild in 3D. Und jetzt dreht sich der Gleisplan wie auf dem Präsentierteller zweimal um die eigene Hochachse. Schlussbemerkungen zum ersten Teil. Auch diese Anlage hat einen recht einfachen Gleisplan, zumindest wenn man jede Sichtebene für sich betrachtet. Aber durch die zweite Sichtebene wird es dann doch etwas komplizierter. Neben der besseren Raumausnutzung ist in meinen Augen der besondere Vorteil, dass man sich mit so einer Multideck-Anlage seinen eigenen Mikrokosmos der Modellbahnanlage in 1:87 schafft. Natürlich funktioniert so eine Multideck-Anlage auch bei kleineren Maßstäben, aber bei größeren Maßstäben wird es dann erheblich raumgreifender. Das gilt zumindest dann, wenn man seinen gedanklichen Kosmos auf die Regelspur beschränkt. Multideck-Anlagen in Spur 0e oder in GN15 halte ich durchaus für denkbar. Das bringt uns eigentlich zu der Frage, wann sind Multideck-Anlagen sinnvoll? Zu der Frage gibt es in meinen Augen menschliche Faktoren, thematische Faktoren und räumliche Faktoren zu betrachten. Als menschliche Faktoren, die für eine Multideck-Anlage sprechen, sehe ich die Einschränkung von Beweglichkeit oder von Sehkraft. Das passiert meistens durch das Alter. Aber natürlich können da auch Unfälle eine Rolle spielen. Thematische Faktoren sind beispielsweise der Wunsch nach langen Zugfahrten, der Wunsch nach Nachbildung einer ganzen Bahnstrecke oder eines Teils einer Bahnstrecke, sowie zu viele Themenwünsche für eine zu kleine Grundfläche.
aber auch beispielsweise Themenwünsche wie die Nachstellung von Betriebsabläufen bei der Bundesbahn bzw. bei einer anderen Bahngesellschaft können durchaus ein Grund sein, eine Multideckanlage anzulegen. Aus den genannten Gründen könnte man die Multideckanlage für die eierlegende Wollmilchsau halten, aber es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen. Beispielsweise Menschen im Rollstuhl werden nur sehr eingeschränkt Spaß an einer Multideckanlage haben. Auch wer Bahnanlagen gigantischen Ausmaßes darstellen will, wird mit einer Multideckanlage nicht sehr weit kommen. Ein weiteres Problem sind Räume mit Dachschrägen. Zwar ist es nicht unmöglich, hier eine Multideckanlage zu bauen, aber es ist doch ein sehr erheblich komplizierteres Unterfangen. Dies war ein Entwurf von Thorstens MOBA Planungsdienst. Wer seine Modellbahnanlage auch von mir planen lassen möchte, darf sich gerne an mich wenden. Nähere Infos gibt es auf meiner Internetseite. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite.